Moin, Ladies and Gentlemen. Heute gibt es Werbung in eigener Sache, denn endlich sind meine RMR-Montageplatten für die wunderschöne VFC Smith & Wesson M&P9 Performance Center Edition einmal verfügbar. Bedeutet, hier drüben seht ihr dieses wunderschöne Modell einmal stehen. Eine unheimlich tolle Backup, muss ich sagen. Ich war damals im Review sehr, sehr begeistert. War aber auf der einen Seite begeistert, weil die Internals super sind, die Performance super ist, aber VFC es mega verkackt hat, Entschuldigung, da hinten eine anständige Platte oder eine Vorrichtung für Rotpunktoptiken zu integrieren. Das haben sie einfach nicht auf dem Schirm gehabt, da haben sie einfach so ein Plastikcover drüber gemacht mit Fake-Schrauben. Geht nicht, geht einfach nicht. Da bezahlt man so viel Geld für eine geile Backup und dann ist es nicht mal möglich, out of the box, da hinten eine RMR oder einen Rotpunkt einmal drauf zu montieren, obwohl es eine Performance Center Edition ist. So, und wenn ihr euch jetzt meine eben anschaut, wunderschön einmal Klon hinten drauf, RMR und natürlich Fake Light oder Dummy Light oder Attrappe, wie das auch immer nennen wollt. Also ohne Funktion, komplett ausgegossen, Elektronik nichts drin, dementsprechend Deutschland halt immer beachten. So, wie gesagt, es geht heute um diese Montageplatte, denn ich habe diese Montageplatte schon vor über einem halben Jahr einmal angelegt, designt gehabt, die technische Zeichnung dazu angelegt und jetzt habe ich ewig lang rumgeschaut, um eine Firma zu finden, die mir das eben in einer kleinen Menge zu einem relativ humanen Preis, sage ich mal, fräsen kann und eloxieren kann. Und ihr werdet nicht glauben, wie schwer das ist, wenn man da als Hans Kasper da daherkommt und 100 oder 150 solche Platten haben möchte. Da bezahlt ihr unheimlich viel Geld dafür. Bedeutet, die meisten Firmen haben dann gesagt, ja gut, wir fräsen die Platte. Aber ohne Eloxalschicht, weil können wir nicht. Ja, ist schon mal Murks. Dann hatte ich Firmen, die sagen dann, ja, machen wir dir komplett fertig, mit Laserung, allem drum und dran, aber Mindestabnahmemenge 1000 Stück. Was will ich mit 1000 solchen Platten da hinten? Nee. So, jetzt habe ich eben, wie gesagt, ewig rumgesucht und rumgeschaut und habe jetzt eine Firma gefunden, die von der Qualität das super gefräst hat. 70/75 Aluminium und das Ganze auch noch zu einem humanen Preis, muss man sagen. Wir haben also jetzt hier die Möglichkeit, bei dieser wunderschönen Backup ein RMR da hinten drauf zu montieren mit einer Montageplatte aus 70/75 Aluminium, die über sehr, sehr viele Punkte mit dem Schlitten quasi verbunden wird oder fixiert wird, damit hier hinten einfach keine Belastung auf das RMR oder auf die Platte selbst einmal drauf kommt. Also sehr, sehr solide konstruiert und eben gut fixiert da hinten drauf. Nicht, dass das Ding da irgendwie runterfliegt oder sowas. Und was ebenfalls geil ist, ihr kennt vielleicht die meisten Montageplatten auch bei Glock-Modellen zum Beispiel, die bauen einfach oben auf. Bedeutet, die wird hier hinten, wo die Kimme drin ist, einfach reingeschoben. Und dann sitzt aber das ganze RMR ca. 3 bis 4 mm auf dem Schlitten einfach erhöht. Und das ist jetzt hier eben nicht der Fall, bedeutet, ich bin wirklich mit der Montageplatte so tief wie möglich in den Schlitten reingegangen, damit ihr weiterhin einmal Kimme, Korn eben durchs RMR ebenfalls verwenden könnt. Wie gesagt, das ist mit der Platte einmal möglich. So, von den Kosten her, wie gesagt, der Preis finde ich jetzt noch human. Ich habe das Ganze mit meiner Frau jetzt mal umgerechnet und verglichen. Wir verlangen jetzt mit Versand europaweit, also auch wenn ihr in Österreich sitzt, wenn ihr in den Niederlanden seid, Luxemburg, wo auch immer, verlange ich für diese Platte aktuell 16 € und das inklusive Versand. Wie gesagt, europaweit das Ganze. Und ich denke, das ist ein recht fairer Preis, muss man sagen. So, dementsprechend schauen wir uns diese Platte einmal an und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail senden. Also Leute, bevor es dann gleich einmal eine Montageanleitung gibt, möchte ich euch diese Adapterplatte ganz kurz zeigen. Zunächst mal der eine Punkt ist natürlich nur passend für die VFC M&P9 Performance Center Edition und speziell für diese Backup einmal erstellt das Ganze. So, ist gefräst, CNC gefräst aus 70/75 Aluminium und dementsprechend im Vergleich zu 60/61 Aluminium aufs Material eine deutlich höhere Zugfestigkeit. Bedeutet, die sieht zwar relativ dünn aus, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, aber wenn ihr da mal mit 2 Fingern richtig ordentlich dagegen knöllt und versucht, das Ding irgendwie zu brechen oder sowas, keine Chance, absolut keine Chance. Also 70/75 wirklich sehr, sehr geiles Material und dementsprechend natürlich auch die kleinen M3-Gewinde deutlich haltbarer, wie wenn es jetzt einfach ein weiches Aluminium ist. So, dann seht ihr, wenn ihr von oben drauf schaut, gut, schwarz eloxiert, natürlich, kleiner Schriftzug von mir noch einmal aufgelasert worden vom Hersteller. Sieht einfach mega geil aus, Eigenwerbung stinkt, ich weiß. So, jetzt aber der eine Punkt, die Maße selbstverständlich passend für alle originalen Klone vom RMR.
bedeutet irgendwelche besonderen Rotpunkte oder Microdots oder wie sie in Deutschland immer heißen, die jetzt irgendwie einen Bohrungsabstand von 19,5 oder 20 mm haben. Diese sind nicht kompatibel. Bedeutet, ihr braucht ein RMR, was wirklich Originalmaße hat. Bedeutet Bohrungsabstand von Mitte zu Mitte 19 mm. Und ganz wichtig ebenfalls M3 Schrauben, sind aber die meisten. Ich habe jetzt mal 3 Stück da, die ich euch ganz kurz zeigen werde. Zunächst mal das, was ihr überall herbekommt, auch in Deutschland problemlos. Das ist einmal dieses AIM-O Mini Red Dot oder RMR-Klon, je nachdem wie ihr das Ding nennen wollt. Wie gesagt, gibt es bei uns in Deutschland auch. Das hat eben 19 mm Bohrungsabstand und hat ebenfalls die Originalmaße. Bedeutet hinten auch einmal gerade rüber, 90 Grad Winkel und im vorderen Bereich dann hier einmal mit einem kleinen Radius. Und das ist eben auch wichtig. Es gibt auch Klone, ist mir auch schon mal eins untergekommen. Ich weiß aber nicht genau von welchem Hersteller. Das hat hier vorne diesen Radius nicht. Bedeutet, es ist einfach vorne ebenfalls 90 Grad Winkel. Das würde auch nicht passen. So, aber wie gesagt, es ist so ein ganz normales AIM-O, bekommt er bei uns in Deutschland problemlos einmal her. Und es hat eben Originalmaße und passt hier perfekt einmal auf die Platte drauf. Könnt ihr auch hier vorne einmal sehen. Der Radius vorne an der Kante passt einmal perfekt. Hinten der Anschlag passt einmal perfekt. Und natürlich ebenfalls die Bohrungen sitzen perfekt. Und dementsprechend jetzt auch hier eben schön und auch wichtig, dass eben das Ganze so passgenau ist. Denn gerade diese hintere Kante und die vordere Kante sind unheimlich wichtig. Andernfalls würdet ihr einfach zu viel Belastung auf die Gewinde bekommen. Bedeutet so, auch wenn das Ding jetzt hier aus Aluminium ist und relativ viel wiegt mit Batterie oder mit Knopfzelle, wenn der Schlitten zurückkatapultiert wird, geht eben die Belastung oder das Gewicht, die Masse von diesem RMR, geht nicht direkt in die Gewinde rein, sondern geht hier hinten in die Kanten rein oder hier hinten in die Kante. Einmal hier hinten und einmal eben hier vorne. Bedeutet, die Belastung auf die Gewinde ist einfach sehr, sehr gering, da es eben so passgenau einmal drin sitzt. Und wie gesagt, bei uns in Deutschland bekommt ihr dieses AIM-O auch problemlos einmal her, halt ohne Original-Markings. Bei uns in Deutschland ist das Ganze halt einfach komplett blank. Ansonsten AliExpress 25 € bekommt ihr sowas zum Beispiel her. So, dann was ebenfalls passt, ist einmal das Polymer. Der Polymer-Klon von Holy Warrior ist ein sehr, sehr leichtes RMR. Wie gesagt, ist aus Kunststoff gefertigt. Ebenfalls Original-Markings drauf, bekommt er bei AliExpress ebenfalls ca. 25 €. Nur aufpassen, hier gibt es eine funktionstüchtige Version und eine Dummy-Version. Also aufpassen, wenn ihr irgendeins findet für 15 $ oder sowas. Das ist dann meistens ein Dummy. Also gut die Beschreibung lesen. So, Holy Warrior selbstverständlich auch Originalmaße und dementsprechend auch hier der Sitz einfach nur perfekt. Bedeutet, es liegt hier hinten einmal an der Kante sauber an und es liegt einmal hier vorne im Radius ebenfalls komplett einmal sauber an. So, also auch hier Holy Warrior passt ebenfalls natürlich perfekt. Und eins, was ihr auch in Deutschland bekommt, was ich auch noch getestet habe, was ebenfalls super passt, ist einmal dieses X-Force XFR02. Das ist wieder so ein RMR-Klon, was oben so eine Solarplatte einmal drin hat. Bedeutet, es funktioniert auch ohne Batterie zum Beispiel. Und auch dieses sitzt einmal perfekt drauf. Bedeutet, auch dieses XFR hat Original RMR-Maße sozusagen. Also auch hier Passgenauigkeit einmal perfekt von diesem X-Force XFR02. So. Jetzt noch einen kleinen Punkt, Schrauben habt ihr immer beim RMR dabei. Bedeutet, wenn ihr euch so einen Rotpunkt kauft irgendwo, habt ihr immer unterschiedliche Schrauben dabei, meistens 2 unterschiedliche Längen. Hier müsst ihr eigentlich nur gucken, dass ihr natürlich M3 nehmt, das ist aber Standard, wie gesagt. Und dann nehmt ihr einfach, bevor ihr überhaupt mit der Montage mal anfangt, nehmt ihr die Platte her und dann schraubt ihr jetzt einfach mal euer RMR einmal auf die Platte drauf, um einfach mal zu kontrollieren, wie lang die Schrauben sind. Bedeutet ganz leicht ein bisschen handfest zudrehen, dann dreht es mal um und dann schaut ihr, dass ihr hier unten mit der Schraube nicht rauskommt. Also der Schraubenkopf sollte ein kleines bisschen, die Schraube sollte ein kleines bisschen weiter drin sein oder eben komplett parallel im unteren Bereich zur Platte. Also wenn die Schraube hier 1 mm weiter rauskommt, dann braucht ihr eben eine etwas kürzere. Wie gesagt, im Lieferumfang bei diesem RMRs habt ihr normalerweise 2 Längen dabei und eine passt normalerweise immer. So, also hier Montageplatte, wie gesagt, zu allen Original-RMRs, RMR-Klone mit Originalmaßen einmal kompatibel.
Okay Leute, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie ihr diese Platte einbaut. Da ist an sich nicht wirklich viel dabei. Ihr müsst natürlich selbstverständlich zunächst mal den Schlitten vom Griffstück entfernen. Bedeutet einmal zurück, dann Zerlegehebel vorne einmal umdrehen. Wenn ihr bei der Aussparung seid, dann könnt ihr den gesamten Schlitten einfach einmal abziehen. So, dreht dann rum und nehmt hier vorne einmal eure Schließfeder, Recoil Spring einmal raus, zusammen mit der Federstange. Legt euch auf die Seite. Dann könnt ihr die Hop-Up-Cover zusammen mit dem Outer oder mit dem Rohr ebenfalls einmal aus dem Schlitten entnehmen. Legt ihr ebenfalls auf die Seite und dann müsst ihr 3 kleine Schrauben lösen. Das wäre zunächst einmal die Kreuzschraube hier hinten drin, um einfach das Housing zu lösen. Das ist ja bei der M&P 9 einmal zweiteilig. Bedeutet einmal hier hinten die lange Senkkopfschraube Kreuz einmal lösen. Und dann braucht ihr einen relativ kleinen Kreuzschraubendreher. Das ist von so einem Uhrwerk-Kit oder so einen ganz kleinen Kreuz. Und dann müsst ihr hier vorne diese 2 kleinen Kreuzschrauben ebenfalls lösen. Eine links, eine rechts. Und wie gesagt, hier wichtig, dass ihr wirklich einen passenden kleinen Kreuzschraubendreher hernehmt. Andernfalls, wenn er nicht passend ist, dann solltet ihr hier nicht großartig rumdrehen und rumschrauben, da ihr den Schraubenkopf andernfalls sehr schnell beschädigen könntet. Also wie gesagt, schaut, dass ihr einfach wirklich einen sehr passenden Kreuzschraubendreher für den Schraubenkopf einmal hernehmt. So, dann ziehen wir uns diese 2 kleinen Schrauben raus, dann drehen wir es ein bisschen, schütteln, dann fällt normalerweise der Auswurf raus oder der Auszieher. Aber auf der Seite, der wird letztendlich nur über die kleine Schraube gehalten. So, den einmal wegnehmen. Hinten die Schraube ist bereits einmal komplett drin gelöst und dementsprechend können wir das gesamte Housing einmal nach oben entnehmen. Haltet da einfach vorne an der Nozzle fest, hinten ein bisschen festhalten, zusammendrücken und dann könnt ihr das Ganze drum einfach aus dem Schlitten entnehmen. So, dann seht ihr, jetzt ist der Schlitten letztendlich leer. Und jetzt seht ihr zunächst mal hier hinten drauf die Kimme. Die könnt ihr jetzt ein bisschen hin und her schieben. Die lässt sich aber nicht lösen, da es im inneren Bereich über diese originale Kunststoffabdeckung einmal gehalten wird. Brauchen wir auch nicht wirklich, sondern wir lösen jetzt diese Fake-Abdeckung. Das ist ja bei VFC, ist das wie gesagt, es ist nur Plastik, das sind auch keine Schrauben, sondern es ist einfach nur Fake, was mega, mega schade ist. So, also wir müssen die entnehmen. Und wenn ihr jetzt mal genau hinschaut, hat diese Platte, wie meine dann später letztendlich auch, hier so eine Arretierungsführung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist sie gerundet, wo quasi die Feder einmal drin läuft von der Nozzle. Bedeutet, ihr drückt jetzt von innen diesen Kunststoff einfach ein kleines bisschen rein und schiebt es auf diese Seite rüber. Also quasi auf die Seite, wo ihr kein Steg einmal habt. Könnt ihr vielleicht euch da auch ein bisschen dran orientieren, dass ihr hier einfach so einen kleinen Punkt habt oder so einen kleinen Radius einfach habt auf der Seite. Auf der anderen Seite ist er nur halb vorhanden. Und ihr müsst das Ganze auf die Seite rüber drücken, wo der Punkt einfach nur halb vorhanden ist. Also wir drücken einfach einmal den Kunststoff ein bisschen rein oder ein bisschen hoch, schieben es ein bisschen her. Könnt ihr so jetzt quasi sehen. Reindrücken, dann hakt das Ganze aus, schiebt da einfach ein bisschen rüber. Und dann könnt ihr das Ganze einmal drehen. Bedeutet einfach jetzt hier einmal nach innen rein drehen sozusagen und diese ganze Plastikplatte einfach einmal rausziehen. So, und die könnt ihr der Katz geben, braucht kein Mensch das Ding. So, das Korn, ganz wichtig, Kimme hinten bleibt drin. Wenn euch die jetzt rausgehen sollte, schiebt sie wieder rein. Andernfalls bekommt ihr die später nicht mehr montiert. Also Kimme hinten drauf wieder einmal sauber ausrichten und installiert lassen. So, dann nehmen wir uns die Platte von mir her. Und auch hier seht ihr, dass die letztendlich ähnlich konstruiert ist von der Arretierung. Bedeutet, wir haben auf der Seite hier den Radius vollständig vorhanden und hier so eine kleine Kante, wo das Ganze quasi im Schlitten dann einmal geführt wird. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir den Radius komplett durchgängig eingefräst, einmal für die Feder von der Nozzle und dann seht ihr ebenfalls hier den zweiten Radius, der später einmal am Schlitten oben arretieren und einklipsen muss. So, bedeutet, wir nehmen auch diese jetzt einfach einmal her, nehmen unseren Schlitten und schieben uns die so rum einmal rein. Bedeutet die Seite mit dem halben Radius oder mit der halben Rundung, die muss einmal rauskommen oben. Also quasi einfach einmal so reinschieben das Ganze. So, und jetzt könnt ihr es euch schon denken, jetzt ist nicht mehr viel dabei. Bedeutet, wir schieben das Ganze einmal durch,
drehen das Ganze jetzt quasi im oberen Bereich. Ja, wartet mal, ein bisschen ausrichten. So, drehen das Ganze im oberen Bereich rum. Jetzt seht ihr, jetzt kommt die Seite, wo die Hälfte vorhanden ist. Die schaut jetzt quasi seitlich am Schlitten einmal raus. Wir können das Ganze hier oben hin und her schieben. So, und jetzt dasselbe Spiel wie bei der anderen. Bedeutet, wir drücken jetzt einfach mit dem Daumen einmal das Ganze nach oben und gleichzeitig drücken wir es hier einfach rüber, bis das Ganze einmal einklipst sozusagen. So, Kimme hinten, schauen, dass sie passt. Wir drücken es rein und schieben es dann einfach einmal rüber. So, da. Und dann schaut ihr einfach, dass das Ganze hier einmal auf Anschlag ist. Das sieht gut aus. Hier ist das Ganze auch einmal sauber eingehakt. Auf der Seite ebenfalls einmal eingehakt. Und jetzt werdet ihr feststellen, sobald die drin sitzt, könnt ihr diese nicht mehr bewegen. Bedeutet, die wird jetzt links und rechts über diese beiden Radien hier innen drin sauber mit dem Schlitten einmal verbunden. Ich bekomme schlecht Licht rein. Aber ihr könnt es euch schon denken. Wie gesagt, hier liegt das Ganze sauber an. Sie kann weder links noch rechts irgendwo jetzt hinrutschen, da sie einfach sauber gehalten wird. Zusätzlich wird die ganze Platte hier vorne nochmal mit dem Schlitten verbunden, sozusagen eine Pressung und jetzt dann gleich ebenfalls im hinteren Bereich nochmal mit der Kimme und mit dem Housing ebenfalls nochmal verschraubt. Bedeutet, ihr habt hier sehr, sehr viele Punkte sozusagen oder ja, Arretierungsflächen, wo die ganze Platte und später auch das RMR mit dem Schlitten verbunden wird. Dementsprechend auch die Passgenauigkeit, ihr könnt es euch hier oben nochmal anschauen, ist einfach nur perfekt. Ihr habt hier nicht mal ein Zehntel Spiel irgendwo drin. Bedeutet, die Platte kann null. Die kann sich absolut null bewegen. Auch wenn ihr die das allererste Mal, seht vielleicht hier noch so einen kleinen Kratzer von mir drin, denn ich habe, wie gesagt, bereits 2 Muster mal montiert gehabt. Die waren nicht ganz so gut. Erst die finale Version passt jetzt perfekt. Wenn ihr die rüberschiebt, ihr müsst wirklich relativ viel Kraft aufbringen, bis es wirklich Klick macht. Und dann sitzt das Ding perfekt einmal drin und ist komplett einmal bündig. Solltet ihr hier nicht reinkommen mit dem Radius, wie gesagt, dann drückt einfach noch ein bisschen rüber, bis es einrastet. Sie muss so straff sitzen, sie muss einklipsen, andernfalls hätte die ganze Platte und später auch euer RMR ein kleines bisschen Spiel obendrauf und dann würde sich das Ganze einfach auf Dauer gesehen durch die Belastung einfach lose noddeln oder vielleicht sogar brechen oder abreiben oder so. Dementsprechend, wie gesagt, richtig schön reindrücken, bis es klickt und dann sitzt das Ganze hervorragend einmal drin. So, dann richten wir hinten unsere Kimme aus, quasi Loch über Loch einfach nur und dann können wir bereits einmal unser Housing mit der Nozzle hier hinten drin wieder einmal installieren. Bedeutet, wir legen einfach mal unser Housing hinten rein, dann schrauben wir die hintere Schraube einmal fest. Hintere Schraube ist einmal festgezogen, dann drehen wir uns den Schlitten einmal auf die Seite, legen hier einmal den Auszieher rein, hinten einmal rein, vorne einfach absenken lassen. Dann drückt ihr das Ganze noch ein bisschen rein, bis es einmal mit dem Housing übereinstimmt. Quasi das kleine Loch hier vorne. Und dann könnt ihr bereits diese kleinen Mini-Kreuzschrauben ebenfalls wieder einmal installieren. Bedeutet, eine geht einmal hier auf diese Seite rein, wo quasi die Stahlfläche läuft. Komm, geh rein. So, einmal auf dieser Seite hier. Und die zweite Schraube sitzt dann letztendlich einmal auf der gegenüberliegenden Seite. So, das soll es eigentlich mit der Montage soweit schon gewesen sein. Wir können jetzt einfach unseren Outer zusammen mit der Hop-Up-Kammer einmal wieder rein. Dann das Ganze wichtig, ganz nach hinten einmal hinterdrücken, bis es an der Nozzle einmal anliegt. Und ebenfalls abschließend einmal unsere Recoil, Schließfeder vorne wieder rein. Zack, und schon ist das Ding einmal sauber montiert. So, dann können wir gleich unser RMR drauf machen. Ich nehme jetzt einfach wieder meinen Holy Warrior, setze es einfach hier hinten schön drauf und nehme dann eben diese 2 kleinen Schrauben, was dabei waren. Das müssten Senkkopfschrauben M3 x 6 mm sein, die hier bei dem Holy Warrior dabei waren. So, und dann ziehe ich das Ganze einfach mit den 2 Schrauben einmal fest. Hier aufpassen, ihr braucht nicht unheimlich viel Schmackes. Also nicht irgendwie übertreiben, dass ihr da das Zeug draufballert wie ein Ochse. Nein, ihr müsst es einfach nur gut handfest zuschrauben. Links und rechts, zack, und dann sitzt das Ding perfekt und schön plan einmal auf dem Schlitten drauf. So, was auch sehr schön ist, ihr seht jetzt besonders bei meiner Platte, oder meine Platte hat den Vorteil jetzt im Vergleich zu anderen solchen Montagenplatten, die bauen meistens obendrauf auf. Bedeutet, ihr habt dann meistens so 2-3 mm Platte und dann kommt erst euer RMR. Und dadurch verliert ihr natürlich die gesamte Visierung.
Meine Platte, seht ihr, die ist in den Schlitten integriert, bedeutet, die ist unheimlich flach und dementsprechend könnt ihr auch mit dem RMR, könnt ihr weiterhin einmal Chemikorn weiter verwenden. Denn wie gesagt, auch wenn ihr jetzt noch durchschaut, ihr seht genau wunderbar noch Chemikorn und könnt ebenfalls Chemikorn verwenden, da eben das RMR schön flach einmal im Schlitten sozusagen integriert ist. So, dann können wir den gesamten Schlitten einmal wieder auf das System drauf machen oder einmal installieren. Hier habe ich es euch auch beim Review schon gesagt, aufpassen, wenn ihr den Zerlegehebel, wenn ihr den nicht umlegen könnt bei der M&P 9, dann haltet sie ein bisschen nach hinten, damit der Outer hinterrutscht. Und wie gesagt, dann wird das Ganze einfach arretiert. So, zack, und jetzt herzlichen Glückwunsch. Jetzt habt ihr eine wunderschöne VFC M&P 9 Performance Center Edition inklusive RMR. Gut Leute, das soll es schon gewesen sein. Wie gesagt, kleines Video einfach zu meinem ersten eigenen Produkt, wenn man das so nennen möchte. Keine Ahnung, whatever. Auf jeden Fall ist es jetzt eben möglich, bei dieser wunderschönen M&P 9 Performance Center Edition ein RMR da hinten drauf zu ballern. Und ich finde, es war es einfach wert, diesen ganzen Ärger oder diese ganzen Bemühungen. Denn VFC liefert, wie gesagt, liefert hier eine wunderschöne Backup, Performance hervorragend, Internals, Stahl, alles super. Aber da oben verkacken sie es halt wieder. So, also, wie gesagt, ich habe jetzt, ich habe ein bisschen mehr wie 150 Platten bestellt, denn wenn es irgendwo mal bei einem Versand irgendwo hängen bleibt oder das Ding irgendwo beim Postweg verschwindet, dann kann ich eben nochmal eine nachbestellen. Denn wie gesagt, ich habe einfach noch ein bisschen Puffer mit eingeplant, eben genau für diesen Fall. Also wie gesagt, wer eine haben möchte, so eine Montageplatten, 150 Stück sind verfügbar, ist limitiert. Ich werde auch keine mehr nachbestellen, das ist mir der Act einfach nicht wert. Wie gesagt, 150 Stück limitiert, wenn ihr eine haben wollt, inklusive Versand europaweit 16 €. Schreibt da einfach eine E-Mail an mich, dann schicke ich euch einmal so eine Platte zu. Gut Leute, das soll es schon gewesen sein. Wenn ihr irgendwie noch weitere Fragen habt zu dieser Montageplatten oder wenn es Probleme irgendwie bei der Montage gibt oder whatever, gerne einmal eine E-Mail schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.